Was wäre, wenn alle Gedanken hörbar wären? Ein ehrlicher Blick auf Wahrheit, Lüge und Vertrauen. Ein verrückter Gedanke. Stell dir einmal vor, jedes unserer inneren gedanklichen Worte würde in deiner Umgebung laut hörbar. Ein wirrer Fluss aus Meinungen, Eindrücken, kleinen Geheimnissen, der plötzlich ein Eigenleben hätte. Vielleicht lachst du und denkst, das klingt ja total verrückt. Doch genau mit diesem Gedanken beginnen wir. Was wäre, wenn keine Gedanken mehr verborgen wären? Ich habe gelesen, dass Neurowissenschaftler in San Francisco es geschafft haben, Hirnsignale in hörbare Sprache umzusetzen. In einem Experiment rekonstruierte ein Team sogar ansatzweise, welche Wörter Probanden vorher gehört hatten, nur anhand ihrer Gehirnströme. Wir stehen also tatsächlich an der Schwelle dieser verrückten Idee. Doch vor allem ist sie eine Einladung. Schau in dich hinein und überlege, warum wir so viele unserer Gedanken für uns behalten und was es bedeuten würde, wenn das nicht mehr möglich wäre. Jeden Tag laufen in unserem Kopf unzählige Gedanken ab. Trotzdem sagen wir längst nicht alles, was wir denken, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Oft schweigen wir, um niemanden zu verletzen oder um Konflikte zu vermeiden. Manchmal fehlt uns der Mut, die Gesellschaftsregeln lassen es nicht zu oder wir möchten einfach nicht verletzt werden. Ich habe gelernt, dass Psychologen dieses Verhalten als wohlwollende Selbstzensur bezeichnen. Wir halten unsere wahren Gedanken zurück, um Harmonie zu bewahren oder andere möglicherweise vor Verletzungen zu schützen. In manchen Momenten wünschen wir uns jedoch insgeheim mutiger zu sein und einfach alles auszusprechen. Gleichzeitig merkt man schnell, was in einer Umgebung akzeptabel ist, kann in einer anderen verletzend wirken. Jeder kennt das unangenehme Gefühl, wenn man ein wichtiges Thema unausgesprochen lässt. Doch genau dieses Dauerschweigen kann paradoxe Folgen haben. Studien zeigen, dass anhaltende Selbstzensur zu Gefühlen von Unechtheit führt und unser emotionales Wachstum hemmt. Auch sind manche Gedanken einfach unfertig oder chaotisch. Hast du dich schon einmal ertappt, wie du einen spontanen Impuls nicht aussprichst, weil du nicht unhöflich sein willst oder das falsche Timing fürchtest? Dieses Zurückhalten dient oft dem Schutz vor peinlichen Situationen, vor Missverständnissen oder vor eigenen Ängsten. In unseren Köpfen sammeln sich tausende kleiner Gedanken, die niemand kümmern oder uns selbst nur kurzfristig aufregen. Dass wir sie nicht alle laut aussprechen, erscheint erstmal selbstverständlich. Ehrlichkeit kann zunächst unbequem sein. Sie erfordert Mut und macht uns verletzlich. Wir kennen das alle. Es ist oft einfacher, Unwahrheiten zu erzählen, um Konflikte aus dem Weg zu gehen. Doch ehrliche Worte können befreiend sein. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn du bei einem wichtigen Gespräch endlich die Wahrheit gesagt hast, dann fühlt sich das an, als wäre ein Stein vom Herzen gefallen. Viele berichten von diesem Gefühl, Ehrlichkeit verschafft innerliche Leichtigkeit, auch wenn sie anfangs Mut kostet. Aufrichtigkeit kann sogar körperlichen Stress mindern. Wer authentisch bleibt, muss keine falsche Fassade aufrechterhalten. Ehrlichkeit stärkt unser Selbstbewusstsein, wenn man den Mut dazu aufbringt. Ausgerechnet diese Verletzlichkeit, die Ehrlichkeit mit sich bringt, schafft mehr Nähe. Wenn wir aufrichtig sind, entsteht Raum für echte Verbundenheit. Tatsächlich legen Studien nahe,
Ehrliche Menschen fühlen sich langfristig wohler und eine Untersuchung der Harvard University fand, dass Teilnehmer mit hoher Ehrlichkeit seltener an Depressionen oder Lungenerkrankungen litten. Wahrheit wirkt also wie ein reinigender Atemzug. Sie kann uns vor innerem Ballast befreien. In der Politik sehnen sich viele Menschen nach aufrichtigen Worten. Doch Vertrauen in Regierungen ist heute auf einem Tiefpunkt. In den USA liegt das Vertrauen in die Regierung laut Studie nur noch bei rund 22%. Und selbst in vielen europäischen Ländern sind die Zahlen nicht viel besser. Gleichzeitig beobachten wir eine bedenkliche Entwicklung. Manche Politiker verdrehen ganz bewusst die Realität und es gibt eine große Gruppe von Menschen, die sich darüber nicht mehr aufregen. In den USA zum Beispiel wird häufig behauptet, Europa habe der Ukraine riesige Geldsummen gegeben. Dabei handele es sich um geliehene Unterstützung, die zurückbezahlt werden muss. Oder es wird so getan, als hätte die US-Regierung 300 Milliarden Dollar gespendet, obwohl in Wahrheit etwa 100 Milliarden investiert wurden, oft in Form von ausgemusterter Ausrüstung und nicht in Währung. Noch gravierender ist, wenn öffentlich behauptet wird, die Ukraine selbst sei schuld am Krieg oder dass Putin nicht der Aggressor sei. Solche Aussagen sind nicht einfach nur falsch. Sie verzerren die Wahrheit auf eine Weise, die demokratische Entscheidungen gefährlich beeinflussen können. Manche Politiker beschuldigen heute andere für Dinge, die sie selbst verursachen, oder sie behaupten einfach das Gegenteil der Realität. Die Inflation sei gesunken, die Spritpreise seien auf Rekordtief, die Eierpreise so günstig wie noch nie. Doch Faktenchecks zeigen oft das Gegenteil dieser Aussagen. Und das Erschreckende ist, viele nehmen diese Lügen einfach hin. Ich frage mich, wie kann eine freie Gesellschaft über ihre Zukunft entscheiden, wenn die Grundlage, wenn die Wahrheit zunehmend verdrängt wird von dem, was sich besser verkauft in Form von Lügen und Halbwahrheiten? Deshalb ist es so wichtig, dass wir wieder lernen, kritisch zu hinterfragen, nicht aus Misstrauen, sondern aus Verantwortung. Wer sagt was? Warum sagt er das? Wem nützt es? Und ich finde, wenn jemand mit öffentlichem Mandat bewusst lügt, sollte das rechtliche Konsequenzen haben. Natürlich vorausgesetzt, man kann es ihm nachweisen. Nicht aus Rache, sondern zum Schutz der Demokratie. Denn wenn wir die Wahrheit preisgeben, dann überlassen wir die Gestaltung unserer Zukunft denen, die am besten täuschen und nicht denen, die am ehrlichsten führen. Leider ist das Thema Lüge und Wahrheit nicht so schwarz-weiß, wie ich es mir wünschen würde. Darf man also manchmal lügen, um etwas Gutes zu tun? Ich habe einmal gelesen, dass der Theologe Dietrich Bonhoeffer diese Frage intensiv durchdachte. Im Gefängnis fragte er sich, ob er in einem Nazi-Verhör seine Mitverschwörer nennen sollte. Er kam zu dem Schluss, die Wahrheit schuldet man nur denen, die ein Recht darauf haben. Mit anderen Worten, die Nazis, die nichts Gutes im Schilde führten, hatten kein Recht auf diese Wahrheit. Noch viel alltäglicher sind sogenannte Höflichkeitslügen. Man sagt gerne einmal, der neue Haarschnitt steht dir sehr gut, um niemanden zu verletzen. Eine Studie fand heraus, dass die meisten von uns fast ununterbrochen lügen, sogar in Alltagsgesprächen, ohne dass wir es bewusst merken. Und dann gibt es da noch Situationen, die mir zu denken geben, wenn etwa ein Kind die Schuld für einen Fehler übernimmt, um Geschwister zu schützen. Das kann ich kaum als moralisches Vergehen sehen. Es ist eher eine Lüge aus Liebe. Letztendlich liegt es an uns, in jedem Fall abzuwägen, schützt eine Notlüge vielleicht mehr, als sie Schaden anrichtet. Es bleibt eine Gratwanderung.
Wahre Ehrlichkeit bedeutet sicher nicht, dass wir jeden Gedanken ungefiltert ins Gesicht schleudern müssen. Vielmehr geht es darum, sensibel abzuwägen, wem wir unsere Wahrheit schulden und ob unsere Worte gerade heilen oder verletzen können. In Beziehungen ist Ehrlichkeit der Grundstein für Vertrauen. Paare, die bewusst auf Lügen verzichten, haben meist einen harmonischeren Alltag. Studien zeigen, Paare, die versuchen, für eine Weile gar nichts voreinander zu verschweigen, berichten von entspannten Gesprächen und intensivem Zusammenhalt. Ein Psychologe betonte sogar, dass ehrliche Kommunikation ein Zeichen von Vertrauen und Sicherheit ist. Und wenn wir mit unserem Partner alles teilen dürfen, auch unsere Ängste, Hoffnungen, Zweifel, schafft das eine neue Ebene der Nähe. Oft hilft ein offenes Wort, einen Streit zu entschärfen, bevor er zu groß wird. Wenn wir uns erlauben, ehrlich zu reden, zeigen wir unserem Gegenüber auch, dass wir ihm vertrauen. Ich habe erfahren, dass solche Gespräche lange Missverständnisse verhindern können. Natürlich nur, wenn beide bereit sind zuzuhören und mitfühlend zu reagieren. Dabei heißt Ehrlichkeit nicht, dass man jeden Gedanken ohne Umschweife teilt. Man kann aufrichtig sein und trotzdem behutsam mit den Gefühlen des anderen umgehen. Einfühlsame Ehrlichkeit führt letztendlich zu Vertrauen und nicht zu Konflikten. Wenn du spürst, dass dich solche Gedanken berühren und du gern weiter mit mir solche Themen erkunden möchtest, dann fühl dich eingeladen, den Kanal zu abonnieren oder einen Like dazulassen. So verpasst du nichts und gleichzeitig hilfst du mir, mehr Menschen für bewusstes Leben zu inspirieren. Stell dir vor, alle Gedanken wären hörbar, keine unausgesprochenen Zweifel, kein heimlicher Monolog würde mehr im Verborgenen bleiben. Vielleicht sitzt du in der Kantine und plötzlich hörst du die innere Stimme deiner Kollegin. Wenn er mich nochmal so anlächelt, rutsche ich vom Stuhl. Oder die deines Chefs. Hoffentlich merkt keiner, dass ich das Hemd gestern schon anhatte. Und dann hörst du deine eigene Stimme laut und deutlich. Warum redet er immer so lang, bevor er auf den Punkt kommt? Plötzlich wäre nichts mehr geschützt. Jeder Gedanke, den du sonst für dich behältst, wäre da im Raum. Offen und unverstellt und nicht mehr zurückzuholen. Stell dir vor, du hättest gerade eine Präsentation gehalten und jeder hört deinen kurzen inneren Monolog. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Werden sie mich nun für inkompetent halten? Plötzlich wüsste jeder sofort, wie du dich fühlst, ohne dass du ein Wort gesagt hast. So eine totale Transparenz könnte auf der einen Seite Vertrauen schaffen, weil nichts mehr verborgen bleibt. Jeder wüsste sofort, was in dir vorgeht, ohne Maske, ohne Spiel. Aber gleichzeitig wäre es extrem verletzlich. Denn wir denken nicht nur freundlich, manchmal sind unsere Gedanken unsicher, wertend, unvollständig oder auch einfach unbedacht. Und wenn alle das mitbekommen würden, auch der, über den du gerade denkst, gäbe es kein Zurück. Du würdest spüren, Gedanken sind nicht privat, sie sind öffentlich geworden und das verändert alles. Vielleicht würdest du dich dann zurückziehen aus Angst, etwas Falsches zu denken. Oder du würdest lernen, wirklich offen zu sein, nicht nur im Reden, sondern auch in deinen Gedanken. Dieses Gedankenexperiment zeigt uns, unsere Gedanken sind oft wie ein innerer Proberaum. Ein Ort, an dem wir sortieren und bewerten, bevor wir etwas sagen. Aber wenn dieser Proberaum plötzlich ein Mikrofon hätte, müssten wir entscheiden, verstecken wir uns oder wachsen wir daran. Ich habe von dem Konzept der radikalen Ehrlichkeit gehört. Es bedeutet, direkt auszusprechen, was man gerade denkt. Dieses Prinzip kann tatsächlich befreiend sein,
weil es die vielen Zwischentöne und kleinen Ausflüchte eliminiert. Man könnte so Schritt für Schritt die Wahrheit und seine Bedürfnisse voll annehmen. Allerdings verlangt radikale Ehrlichkeit auch Umsicht. Es geht nicht darum, jeden schmerzhaften Gedanken ungefiltert entgegenzuschleudern. Vielmehr sollte man Wahrheit bewusst und gleichzeitig mit Respekt kommunizieren. Stell dir vor, dein Kollege ist oft zu spät. Statt innerlich zu denken, der ist ja faul, könntest du ihm vorsichtig sagen, mir ist aufgefallen, dass du viel um die Ohren hast. Brauchst du vielleicht Unterstützung? So bleibst du ehrlich in deiner Beobachtung, aber du sagst es einfühlsam. Das ist radikale Ehrlichkeit mit Mitgefühl. Ehrlich, aber ohne unnötige Härte. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, entsteht innere Klarheit. Jeder von uns kennt das unangenehme Gefühl, wenn Gedanken und Handlungen nicht übereinstimmen. Das nennt man kognitive Dissonanz. Dieses innere Ringen erzeugt Stress. Ich habe gelernt, dass unsere Gedanken oft der Kompass sind. Wenn wir uns trauen, unsere Ängste und Wünsche wahrzunehmen und anzuerkennen, können wir authentischer leben. Anstatt zu verdrängen oder zu rechtfertigen, was wir fühlen, hilft es, sich selbst einzugestehen. Ja, das ist gerade meine Wahrheit. Diese Achtsamkeit stärkt das Bewusstsein für dich selbst. Du wirst gelassener, weil du nicht mehr gegen dich selbst ankämpfst. Psychologische Studien zeigen, wer kontinuierlich wichtige Wahrheiten verheimlicht, wird dadurch belastet. Eine Untersuchung fand sogar heraus, dass Teilnehmer, die ihre sexuelle Orientierung für sich behalten mussten, danach in einem räumlichen Denktest deutlich schlechter abschnitten und mehr Anspannung spürten als diejenigen, die offen sprechen durften. Das verdeutlicht, wenn wir die Wahrheit ansprechen, gewinnen wir inneren Freiraum und mentale Energie. Ehrlichkeit ist also ein Weg zu mehr Klarheit und Selbstbestimmung. Vielleicht kennst du diesen Satz. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Eine alte Regel, aber eine, die heute aktueller ist denn je, gerade wenn es um Ehrlichkeit geht. Wir alle wünschen uns, dass andere uns ehrlich begegnen, aber wir wollen auch nicht, dass sie uns mit schonungsloser Wahrheit überfahren. Was wir uns wirklich wünschen, ist Ehrlichkeit mit Herz, offen, aber respektvoll, direkt, aber achtsam. Und genau das ist die Einladung. Wenn du jemand etwas sagen möchtest, das dir wichtig ist, dann frag dich, wie würde ich mir wünschen, dass mir das gesagt wird? Vielleicht mit Ruhe, mit Mitgefühl, mit einem echten Interesse an der Verbindung, nicht an Recht haben. So wird Ehrlichkeit zu etwas, das nicht trennt, sondern verbindet. Und die goldene Regel hilft uns dabei, nicht nur ehrlich, sondern auch menschlich zu bleiben. In der Neovara-Welt stehen Bewusstsein, Klarheit und Transformation im Mittelpunkt. Ehrlichkeit ist ein Schlüssel, um all das zu erreichen. Indem wir offen sind, stärken wir unser Bewusstsein für uns selbst und andere. Mit klarer Wahrheit können wir Missverständnisse verhindern und echte Verbindung schaffen. Transformation beginnt dort, wo wir ehrlich mit uns sind. Nur wenn wir unsere Gefühle und Gedanken sehen, verstehen und annehmen, können wir uns weiterentwickeln. Ehrlichkeit auf diesem Weg mag manchmal herausfordernd sein, doch sie ist auch heilsam. In der Neovara-Welt laden wir dich ein, bewusst und mutig zu sein. Sorge dafür, dass deine Worte und Gedanken im Einklang stehen. Das schafft Klarheit und ermöglicht echte innere Wandlung. Ehrlich zu sein lohnt sich. Es bringt uns innere Ruhe, stärkt unsere Beziehungen und klärt unseren Lebensweg.
In einer tiefgründigen Welt ist Wahrheit ein Geschenk, das wir uns selbst machen können. Ich lade dich ein, jetzt einen Moment innezuhalten. Welche Gedanken trägst du vielleicht schon länger mit dir herum, unausgesprochen, aber bedeutungsvoll? Es geht nicht darum, alles ungefiltert auszusprechen oder sofort mutiger zu sein, als es sich für dich gut anfühlt. Aber vielleicht spürst du ein klein wenig mehr Ehrlichkeit, zuerst dir gegenüber, könnte dir heute mehr Lebendigkeit schenken. Manchmal beginnt Veränderung nicht mit einem Gespräch, sondern mit dem Mut, die eigenen Gedanken überhaupt wahrzunehmen. Wenn wir anfangen, uns selbst und anderen ein wenig mehr Wahrheit zu erlauben, natürlich und liebevoll, öffnen wir die Tür zu einem authentischeren, glücklicheren Leben. Und dieser Weg lohnt sich zu gehen.